Dies ist der erste Teil der Installation von Graphios Trader auf ein Linux-basiertes System. Wir sind hier bei Graphios Trader auf GitHub und betrachten uns kurz die Architektur von Graphios Trader. Wir haben ein Backend und ein Frontend. Das Backend wird dominiert vom Spring Framework, das basiert auf Java und letztendlich bauen wir ein Jar, in dem der Apache Tomcat läuft. Die Daten, die werden in MariaDB gehalten und das Frontend verwendet den Apache Webserver. Natürlich gibt es auch vom Tomcat zum Apache Webserver eine Verbindung, weil wir nur den Apache Webserver von außen ansprechen. Falls genügend Arbeitsspeicher auf dem Zielsystem, das heißt der GT-Instanz vorhanden sind, werden alle Komponenten, das heißt das Backend und das Frontend auf diesem Zielsystem gebaut. Ist dies nicht der Fall, werden das Frontend von hier bezogen, von GitHub. In unserem Beispiel installieren wir Graphios Trader auf einen Raspberry Pi 5. Dieser hat 8 GB Memory und als Betriebssystem ist hier Debian 12 installiert. Die Videos sind eine Ergänzung zu dem hier beschriebenen Weg der Installation. Wir haben da ein Wiki und da sehen wir Installation und Debian 10, 11, 12 Based Linux. Das heißt, in den meisten Fällen wird das auch für Ubuntu funktionieren. Wir können hier auch sehen, dass wir Raspberry Pi, dass es mit verschiedenen Systemen schon probiert wurde, Graphios Trader zu installieren. Es ist auch möglich, noch auf einem 32-Bit-System das laufen zu lassen, wobei hier die Verfügbarkeit von Java 21 schon sehr eingegrenzt ist und natürlich auch die Geschwindigkeit wahrscheinlich nicht so hoch ist, da ein solches System nicht über viel Memory verfügt. Ich möchte noch einige Anmerkungen machen. Ich werde des Öfteren als root und nicht sudo die Komponenten installieren, weil das einfach ich schon länger mit Linux oder beziehungsweise Unix-Systemen arbeite. Als erstes führen wir einen Update durch des Systems, damit wir sicher sind, dass wir da auf dem neuesten Stand sind. Das ist up to date und als nächstes brauchen wir auch Git. Oftmals ist das schon vorinstalliert, aber wenn es nicht installiert ist, dann wird es jetzt eben installiert. Hier war es jetzt nicht installiert. Im nächsten Video werden wir uns mit der Installation von Java 21 beschäftigen.